Van Helsing Show, Shadows of Darkness, ist eine ganz neue Show hier im Moviepark. Produziert wurde diese Show von Mirage Entertainment in Zusammenarbeit mit Moviepark. Es ist ja eher unüblich, dass für Freizeitparkshows ein eigener Soundtrack geschrieben wird. Da wird normalerweise auf Archivmaterial zurückgegriffen und umso mehr haben wir uns gefreut, als der Moviepark Germany dann zusammen mit Mirage Entertainment auf uns zukam und gefragt hat, ob wir uns denn vorstellen könnten, den Soundtrack für die neue Van Helsing Show zu schreiben. Das war für uns eine große Ehre, aber es sollte auch eine große Aufgabe werden. Well, just like the technical, the special effects and the actors and the stunt work, the music is integrated into the show that's so important. Without that, you just don't have a show. Die Musik spielt eine ganz große Rolle in dieser Show. Man hat hier wirklich darauf geachtet, dass die Musik die ganze Zeit mit der Story schwimmt. Also das war uns auch ganz wichtig und das ist Imaska auch hervorragend gelungen. Es besteht keine Abmachung mehr zwischen uns. Ohne den Mond bist du machtlos. Im Schatten der Nacht bist du nicht mehr als ein armseliger Mensch. Jetzt sag mir, wo ist sie? Kane! Stehen bleiben! Als wir mit der Produktion des Soundtracks begonnen hatten, fehlten noch die ganzen Timings der Show. Das Licht war noch nicht da und die Pyro-Effekte waren noch nicht im Einsatz. Das hat es für uns natürlich schwer gemacht, da die richtige Stimmung zu finden, weil Studio 7 noch relativ neutral wirkte und die Proben im ganz normalen Putzlicht stattfanden. Wir hatten dann mit einem Mitschnitt der Proben gearbeitet und konnten dann so einigermaßen erahnen, wie die Stimmung später zusammen mit der Musik wirken könnte. Kane appearance, rumbling, rumbling, rumbling. Flame effect, Kane comes out, wait for the dialogue. Allerdings befanden wir uns, was die Komposition betrifft, die meiste Zeit im Blindflug. Shadows of Darkness ist ja keine ernste Operette, sondern hat auch viele Comedy-Parts drin, ist eine Freizeitpark-Show. Und logischerweise gibt es dann auch lustige Stellen, die musikalisch unterstrichen sind, mit diversen Akzenten. Der Soundtrack ist überwiegend orchestral. Wir haben mit einem echten Chor gearbeitet und verschiedene Themen mit eingebracht. Beispielsweise das große, prägnante Van Helsing-Thema, was man auf verschiedene Art und Weise immer wieder in der Show zu hören bekommt. Wir haben das Zeitmaschinen-Thema, das ganz am Anfang zu hören ist und auch später dann mitten in der Show, wenn der Temporalmodulator manipuliert wurde. Das sind alles diese musikalischen Finessen, die der Show auch klanglich einen roten Faden geben. Zusätzlich zu der Produktion der Musik und der Aufnahme der Sprache haben wir bei Shadows of Darkness auch das Schreiben des deutschen Dialogbuchs übernommen. Es gab ein englisches Original, das war aber noch relativ lose. Die Dialoge waren auch noch nicht zu 100% ausgearbeitet, was aber auch ganz gut war, denn wir mussten nicht nur die Geschichte, sondern auch den Humor aus dem Englischen ins Deutsche transportieren. In dem Sinne mussten wir Mittel und Wege finden, das Ganze auch für das deutsche Publikum verständlich zu machen. Zu viel Knoblauch verursacht bei mir auch immer ziemliche Kracher. Natürlich gibt es einen Film von Van Helsing und es gibt irgendwie verschiedene Adaptionen auch, wo Van Helsing eine Rolle spielt. Die Show an sich basiert aber auf gar nichts davon. Die hat so ihre ganz eigene Geschichte, die hat auch so ihre eigene Herangehensweise. Das heißt, wir hatten keine besondere Vorlage, keine Kontinuität zu beachten oder so. Wir konnten die Rollen besetzen, wie wir wollten. Die Show hat sich im Prinzip während der kompletten Produktionszeit kontinuierlich weiterentwickelt. Das lag vor allem daran, dass sehr viele Arbeiten gleichzeitig stattfanden. Es wurde zum einen das deutsche Skript geschrieben, zum anderen wurde die Musik komponiert und es fanden noch gleichzeitig die ersten Proben, vor allem für die Action-Szenen statt. Auf diese Weise hat man sich gegenseitig wahnsinnig oft inspiriert. Zum Beispiel die Stelle, in der Van Helsing
unverschuldet vom Balkon an einer Fahnenstange herabschwingt. Diese war zuerst eher unglücklich als Unfall gedacht, ist nun aber sehr heldenhaft geworden. Oh, hoppla! War ich das etwa? I would have to say, of course, obviously, the sword fight's one of my favorite things. When we have the two main characters fighting each other with that building, pounding music is an exciting thing to have. Bekam tatsächlich alle Stimmen, die ich mir gewünscht habe. Das ist dann insofern immer ganz gut, wenn du diesen Text vorbereitest und liest und dir dann so im Kopf schon vorstellst, wie das am Ende klingen soll, damit das alles funktioniert, damit auch jeder so allein schon von der Stimmfarbe so ein bisschen erzählt, ich bin der Böse, ich bin der Macher, ich bin der Gute, ich bin der Kämpfer, ich bin der Geek oder so, weil du hast ja nur einen Text und gar kein Bild. Das heißt, du musst dir wirklich aufgrund der Textfassung überlegen, was mache ich da und wie bringen wir da ein abwechslungsreiches, spannendes Werk auf die Bühne letzten Endes. Shadows of Darkness ist in vielerlei Hinsicht eine besondere Show, was vor allem an dem hohen Story-Anteil liegt. Die Darsteller, überwiegend Stunt-Leute, mussten also auch ihre schauspielerischen Fähigkeiten beweisen und sie haben es wirklich mit Bravour geschafft, die in einzelnen Rollen Leben einzuhauchen. Warum ich? Warum immer ich? Ich bin kein Vampirjäger, ich bin Wissenschaftler! Max, wie wär's, wenn du dich mal nützlich machst? Zum Soundtrack gab es sehr viele positive Anfragen der Parkbesucher, woraufhin der Moviepark Germany dann den Auftrag gab, eine offizielle Soundtrack-CD produzieren zu lassen, für die einzelnen Titel nochmal ausgearbeitet wurden und als Bonus ein Gesangstitel aufgenommen wurde. Die Musik ist super. Die Musik war für mich auch, weil ich sie vorher teilweise kannte, definitiv eine Inspiration, was wir in Sachen Sprache machen. Es ist ganz dickes Hollywood, was natürlich im Moviepark auch perfekt reinpasst. Es ist, wie soll man sagen, es ist ein Gesamtkunstwerk gewisserweise und die Musik trägt, glaube ich, auch unglaublich viel der ganzen Show. IMAscore, of course, was great to work with and absolutely one of the best soundtracks we've had for our 25 years of show making. Die Zusammenarbeit mit IMAscore hat reibungslos und hervorragend funktioniert. Also unsere Wünsche wurden also zu jeder Zeit berücksichtigt. Es war ja auch schon wie in dem letzten Jahr, da hatten wir auch schon mal mit IMAscore zusammengearbeitet, einfach total unkompliziert und immer gerne wieder. Also es war einfach eine perfekte Zusammenarbeit.